Schnitzel oder Geschnetzelte können wir machen. Senf? Guten Hunger. Norder steht um 6. Norder steht um 6. Ja. Schön früh, ne? Ja. Schon mal Frühstück. Ja. Okay, da habe ich alles. Jetzt muss ich auf das Hack warten. Das wird Okay. jetzt gerade geholt. Vom Fleischer? Ja, vom Großhandel, ne? Der hat ja jetzt schon auf. Ah, okay. Da ist er jetzt eben hingefahren und holt das Hack für die Frikadellen. Ah. Aber In Hamburg? hier Gutenberg kriegen, ist nicht so weit. Ah, okay. Aber schon mal ein paar Zwiebeln braten Mhm. für die Frikadellen. Schön. Frische Brötchen.
riecht. Gewürzmischung. Ja. Brötchen. Und die werden jeden Morgen frisch gemacht. Ja. Was gibt's Besseres? Kaum was, oder? Ja, vor allen Dingen sind sie selbst gemacht und nicht dazu gekauft. Also immer frisch. Immer frisch. Immer frisch. Hackfleisch? Gemischt? Das ist gemischt. Das ist gemischt. Gemischt, ne? Mhm. Niki, wie geht's deinem Knie? Mein Knie ist gut. Was hast du dafür getan jetzt? Dafür habe ich jetzt 14 Tage gefastet. Und jetzt werde ich meine Ernährung ein bisschen umstellen. Das heißt kein Schweinefleisch. So schwer das auch ist. Ein bisschen auf Weizen reduzieren. Kein Zucker. Und dann schauen wir mal in 4 Wochen. Und das hat dir Arzt empfohlen oder Nee, der Arzt leider nicht. Das musst du dir alles selber. beibringen? Das musst du dir alles selber suchen, ja. Wenn es nach dem Arzt geht, eine Spritze oder OP. Wie viel hast du Aber abgenommen? das ist keine Alternative. Ja. Wie viel hast du abgenommen? 10 Kilo in 2 Wochen. Wie man sieht. Ja. Ja. Jetzt sportlich unterwegs. Jetzt sind wir sportlich unterwegs. Ja, davor auch. Ja, aber. So.
unser Tassenmaß, damit die Frikadellen auch immer alle gleich groß werden. Ja, das Und keiner sagt, ich habe eine kleinere Frikadelle. ist ein guter Trick. Ja. Braucht man nicht abwiegen. Richtig. Aber eigentlich hat man das schon ziemlich in der Hand, wie viel du hast. Ja, ganz schön große Frikadellen. Das ist noch richtig zum Na, satt werden. Es Ja. schrumpft ja so ein bisschen, ne? Es verliert sich ja. Ja, trotzdem. Ja. Ja, schon. Ich habe ja schon ein paar gesehen. So geschmacklich für jeden was dabei. Für jeden was dabei. Genau. Ja, Omega 3. Omega 3, ganz wichtig. Schinken. So, was fehlt noch? Rührei. Ausgemachte Remoulade. Mhm. So, jetzt kommen die Frikadellen von der. Ja. Oh, ganz schön große Pfanne. Ach so. Ein paar Minuten und dann werden sie gewendet. So, das war unser Frühstück.
Ja. Sieht gut aus. Hier gibt es gleich Kartoffelsalat. Den machen wir auch morgens frisch. Ja. Alles Handarbeit. Alles Handarbeit, nix Maschine. Und auch nicht fertig gekauft. Auch Auch selber gemacht. Ja. Selbstgemachte Salatsauce. Mhm. Also Kartoffeln, selbstgemachte Salatsauce, Eier, Fertig ist der Salat. ja. Das Fleisch für was? Ja. Jetzt machen wir Schnitzel vom Lachs. Die habe ich schon mal vorbereitet. Schweineschnitzel. Das sind Schweineschnitzel. So. So, dann ganz klassisch.
Und dann noch Paniermehl? Und dann oder? kommt gleich noch Paniermehl, genau. Dankeschön. So. So. Und die brauchen wir dann, wenn die Frikadellen fertig sind. Erstmal das Kühl aus. Mhm. So. Nächste Seite. Damit die nicht so antrocknen im Kühlschrank. Für Nudeln? Salat. Okay. Und hiermit gucken wir kurz vor Ende, ob die Frikadellen richtig durch sind. Wie viel muss es sein? 60 ist in Ordnung, aber 70 ist eigentlich muss es 70 sein. 70. Aber Okay. wird es auch noch nicht sein. Schauen wir mal. 50, 56, 58. Ja, darf aber noch ein bisschen. Lass noch ein bisschen. Wie du siehst, machen wir fast alles selber. Das ist. Was uns ja auch ein bisschen auszeichnet hier. Ja, das ist toll. Das ist wirklich Hausmannskost. Hausmannskost, genau. So, ist. Braucht man nachher. So, das kann nicht heißen. Nicht, dass ich dich gleich löschen muss.
Schaschlik? Schaschlik. Hier nehmen wir auch wieder Lachs, wie bei den Schnitzeln. Ist am Rücken eher weicher? Der ist ein bisschen weicher, ja. Wobei noch schöner finde ich Nacken, die sind ein bisschen durchwachsener. Aber die Leute mögen das ja mal lieber mager. So, Ja. Das ist jetzt für Nudelsalat, ja? Das ist für Nudelsalat. Wenig mehr.
Sieht wie Joghurt aus. Das ist Joghurt, genau. Okay. Das gibt es heute zum Nachtisch. Ah, Zu jedem Mittag gibt es immer einen kleinen Nachtisch dazu. Das ist Und dann auch Dessert, für ja? außer Haus, für die Leute, die mitnehmen. okay. Mhm. Das ist mal so ein kleines Goodie, was wir dazu geben. Mhm. Wie kommt er das? Ja, natürlich. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Halb acht? Halb acht? Und ihr macht wie viel Uhr? Um 8. Um 8. Okay. Ja. Manche gucken aber auch schon vorher rein und klopfen. Und wenn wir fertig sind, dann machen wir auch auf und dann kriegen sie vorher schon Brötchen vor 8 Uhr. Sind wir fertig? Wir sind fertig. Okay. Schon weiter. Okay. Jetzt ist nur noch Kleinigkeiten wie die Jägersoße, Mhm. Kartoffeln kochen vor sich hin für Pellkartoffeln. Alles fertig. Wird ein bisschen vorbereitet für die Woche meistens dann. Genug gechillt. So. Und das geht jetzt vorne in die Kühlung. Ja. Ich brauche Platz. Ja? Ich brauche Große Platz. Selbstgemachte Jägersoße. Selbstgemachte Jägersoße.
hinten im Waschbecken habt schon mal Ja. Erbsen abgetrocknet. Bisschen so. Mhm. Ist das der wie beim Kartoffelsalat? Mhm. Ja? Das ist unsere universelle Salatsauce, also für die beiden Salate. Ne? Mhm. Hier unterscheidet sich halt noch Möhrchen, Erbsen und Mais und eben Geflügel Fleischwurst. So, der darf jetzt auch erstmal chillen. Mhm. So ziehen ein bisschen, ja? Genau. Riecht. Heute machen wir klassisch Grünkohl.
mit Kohlwurst, Kassler, Backe, Kartoffeln, ganz klassisch. Aber ansonsten, welche Speisengerichte gibt es? Sonst haben wir, oh, wir haben vieles. Königsberger, Klopse, Rouladen, Gulasch, Spaghetti Bolognese, Steckrübenmus. Machen aber auch Sachen wie Cevapcici, Gyros. Auf Pappsattart natürlich. Schweinehaxe bestimmt auch, oder? Schweinehaxen, Grillhähnchen. War leider zu kalt im Moment. Wir haben hier einen schönen Ofen für Grillhähnchen. Das läuft im Sommer so mehr besser, ne? Im Sommer, ja? Im Sommer, ja. Das ist so ein Sommerartikel bei uns. Ja, morgens Kaffee ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Ja. Grundnahrungsmittel. Ja. So, Grünkohl Ja. haben wir soweit fertig. Wir machen noch ein paar Putenschnitzel. Das ist jetzt eine Putenbrust. Ja. Für die Schnitzel. Für guten Schnitzel oder geschnetzeltes können wir machen. Aber heute wollen wir Schnitzel machen. Wieder geschnitten werden. So, ich glaube, eine reicht. Die fangen wir an. Hier haben wir jetzt einmal. Lieber mehr oder weniger machen, also? Also Puderware ist so ein Nebenbei-Produkt.
für Leute, die kein Schwein mögen. Aber dass wir das zumindest mit anbieten. Also der Klassiker ist bei uns schweinig jetzt. Mhm. Weil immer mehr Leute Allergien haben und kein Schwein essen dürfen. Oder halt zum Abwechseln. Oder zur Abwechslung, genau. Ja. Ja, das ist eher so trockener. Ja? Nein, eigentlich nicht. Nee? Das paniert ist Nee? eigentlich nicht. Nee? Wenn du das natürlich tot drehst, dann wird das auch schon. Klar. Nee, du kriegst auch nichts mehr. Wie viel hast du gehabt? 3 Brötchen. Deswegen wurde ich auch bezahlt, weil die so dünn beschmiert waren. Ja. Extra für dich. Wenn du Extra so für dich. schmier Ja, hast, extra für dich. Eine Scheibe Wurst mehr drauf. Ne? Extra für dich. So. Deswegen bin ich heute erstmal für lange Zeit nicht mehr hier. Du kommst ja doch mal wieder. Ich kann ja sagen, das Hausverbot und nächste Woche bist du wieder da. Oder kannst du an deinen Hund verfüttern. Hier ist er ja nicht. Ja, bloß, du kommst jetzt schon wieder in die Zeitung. Ich komme wieder ins Fernsehen, Ja. Ja. Da sollen sie mal unzufriedene Leute aufnehmen und die mal fragen, ne? Dass die So, Also- hier. 15,50. Ja. So, jetzt fehlen noch die Eier. Wir haben übrigens nur frische vom Bauern. Die stehen da hinter der Ecke. Die werden wir einmal die Woche geliefert. Also Papsat Norderstedt. Wie lange gibt es Den den Laden? Laden gibt es jetzt seit 30 Jahren. Wenn nicht sogar noch länger. Ich bin jetzt im 8. Jahr hier. Ich habe früher im Einzelhandel gearbeitet. Ich bin gelernter Fleischer. Und war zum Schluss im Großhandel bei der Selgros. Und da kennt man ja viele Gastronomen. Und mein Vorgänger, den kann ich sowieso privat auch schon. Und irgendwann hat er mal erzählt, dass er verkaufen will, dass er keine Lust mehr hat. Und dann haben wir kurz überlegt, wollen wir es machen, wollen wir es nicht machen. Ich war ja auch schon 50. Und dann haben wir gesagt, das machen wir. War mal so ein Jugendtraum von mir. Wollten wir früher schon mal machen, aber da haben wir kalte Füße gekriegt. Im Bestand oder? Ja, wir wollten früher schon mal einen Imbiss aufmachen. Hatten auch schon ein Objekt. Also als die Fleischer waren? Ja. Ja? Ja. Wie gesagt, das ist schon 30 Jahre, 20, 25 her. Das wäre im Hafen gewesen. War ein ganz guter Standort. Aber da waren wir noch jung und hatten einen festen Job und haben gut verdient. Und dann haben wir gesagt, wollen wir das machen oder nicht? Und dann haben wir uns nicht getraut. So, wie du siehst, wir machen das auch ganz klassisch. Bröseln, Ei, Mehl. Genau. Dann hier bitte.
als Sie den Laden übernommen haben, war das Angebot von Speisen genauso? Das war genauso, ja. Oder ähnlich. Also am Anfang lief der nicht so gut. Wie gesagt, der Vorgänger hatte nicht mehr so viel Lust. Das hat so seine Zeit gebraucht, bis das dann so lief, wie wir das haben wollten. Ja, und dann kam Corona. Und dann könnte man nur liefern? Da konnten wir nur liefern. Aber wir haben ja eigentlich gar keinen Lieferservice. Haben uns dann aber ein Auto eingeschafft und haben dann angefangen zu liefern. Das hat uns auch so ein bisschen über Wasser gehalten. Und viele Kunden haben eben nur zum Mitnehmen genommen. Dann haben wir aus der Tür vorne verkauft. Jetzt Mittagstisch immer, also ein paar Gerichte zum Auswahl. Mittagstisch ist immer 1 bis 2 Gerichte täglich. Meist immer ein großes, ein kleines. Das ist der einzige wahre Verein. St. Pauli? Ja. Und weißt du warum? Nee. Weil die mit Herz spielen. Okay. Mit Herz spielen. Und der andere nicht? HSV, nee, HSV. HSV steigt auch dieses Jahr nicht mehr auf. Du brauchst ja da nicht hinzugehen. Du brauchst ihn ja nicht in Anspruch nehmen. Es ist genauso mit hier. Ist auch fertig soweit. Da kommen aber 20 Anwälte an. So, die habe ich gestern Morgen schon aufgesetzt. Gestern Morgen? Gestern Morgen schon, der muss ja schön durchziehen. Dann gibt es hier noch Kochwurst, dann machen wir da Kassler im Ofen. Sagen Das erste Jahr war schon schwierig. Ich bin zwar gelernter Fleischer, aber vom Imbiss hatte ich ja auch keine Ahnung. Kochen konnte ich soweit. Und auch mit den Mengen, und das musste man sich ja erstmal alles aneignen. Aber haben wir gut hingekriegt. Kam vielleicht so, wo ist der Kollege, der noch nicht da war, so ein Spruch, oh, jetzt ein neuer? Ja, ne? Ja, ja. Ja? Ja. Oder also, wer bist du denn? So in etwa, ja. Ja? Ja, aber wir haben super Stammkunden, 90%. Alle super nett, tolles Arbeiten hier. Ich würde nichts anderes mehr machen wollen. Ja. Also, wenn man nach draußen schaut, hier ist ja kein Laufpublikum. Nee. Trotzdem, viele Stammkunden. Ja. Hier wohnen ja viele Leute drüben Ja. und die kommen alle mit dem Auto. Das ist gar kein. Wirst du näher sehen, solltest du noch da sein. Der Parkplatz ist eigentlich schon zu klein hier. Schwimmen müssen wir. Ja. Ja. Papier zwischen. Ja, ganz schön große Schnitzel. Ja, das sind große Schnitte. Ja. Ja.
Wo ist er? Da steht Farbseite an der Orange. Ja. Hier wird jeder satt. Hier will jeder sein. Ja? Ja, definitiv. Und wir haben gute Esser. Okay. Aber viele Handwerker, die arbeiten ja unter schwer, die wollen was essen, ne? Mhm. Von den anderen ab. Das ist ja gerade, was die Leute mögen, das ist selbst gemacht. So. Oh ja. Man kann was sagen. Also für heute wird das wohl. Für heute, für den Grünkohl, das wird wohl reichen. Ich schätze mal so 40 Portionen. Um die 40? 40 bis ja, vielleicht auch 50. Also Grünkohl ist eins der beliebtesten hier. Also Grünkohl ist beliebt, Kohlrouladen ist sehr beliebt und Rindergulasch. Das sind so die Top 3 hier. Ja? Ja. Schaschlik? Ja, das läuft hier jeden Tag. Aha. Schaschlik ist auch beliebt, ja. Aber wir reden jetzt von Mittagessen. Aber jetzt vom Mittag. Wir reden jetzt vom Mittag. Mittagessen. Was bitte die Gastrechnung weg? Ja, weiß noch die, der eine ist immer zickig hier. Heute ist das die linke. Eine geht immer schwer, egal welche. Ja? Ja. Oder wie der Kollege meinte, Gasrechnung nicht Das wäre noch nicht bezahlen. bezahlt, ja. Das ist auch teuer geworden. Nebenkosten allgemein sehr teuer geworden, ne? Vorbereitung für den langen Tag. Für den langen Tag schon mal sauber machen. So eine richtige so Sommerterrasse. Oh, die sitzen hier mitunter auch im Winter. Ah? Die sitzen mitunter auch im Winter hier. Ja? Ja. Ja, hier ist auch hier oben. Ja. Mal heute ist natürlich kalt, ne? Ja, frisch. Um die 0 Grad. Ja, das ist der Ostwind, der so fies ist. So. Ja. Aber wir zur Not haben wir hier eine Heizung, wenn das wirklich voll wird. Das geht ganz gut. Mit der Heizung, ja. Ja, gut, ne? Ah, das sieht so gut aus. Ja.
So, rüber. Ja, ja. Fahr mal eine. So, liebe Gemachte. Dankeschön. Guten Appetit. Hübsche. Dankeschön. Guten Hunger? So. Ja, gerne. Tschüss. An der Platte. Ja. Senf?
du schon Besteck? Ja. Du hast die Kartoffeln mehr drauf, ne? Wie du sagst wieder, du hast ein bisschen Sekt drauf. Wir gucken mal, ne? Gucken wir mal, ja. So, war das versteckt. Weg. Herr Neuling, möchtest du ein bisschen Senf haben? Möchtest du ein bisschen Senf haben?